Still und heimlich versteckt hinter Bäumen hat man westlich von Köln an der A1 einen großen Solarpark errichtet. Hier greift schon das Privilegierungsgesetz von PV-Freiflächenanlagen entlang von Autobahnen. Es besagt, dass in einem Streifen von 200 Metern kein Bebauungsplan erforderlich ist. Da dieser langwierige Prozess entfällt, kann das Projekt von der Planung bis zur Inbetriebnahme innerhalb von 1 bis 2 Jahren verwirklicht werden. Das Frechener Unternehmen JT Solarbau hatte hier den richtigen Riecher, um ein Sonnenkraftwerk zu errichten. Das Baufeld wurde früher landwirtschaftlich genutzt und ist äußerst schwer erreichbar. Es gibt nur eine einzige Zufahrt und diese ist für schwere Landwirtschaftsmaschinen unpassierbar. Der Weg endet an der Solaranlage in einer Sackgasse. Hierhin verirrte sich früher höchstens ein Imker oder ein Wartungstrupp für den Funksendemast. Im August 25 waren schon fast alle Solarpaneele installiert. Sonderbar war, dass inmitten des Feldes einige Dutzend Paneele fehlten. Aus unerklärlichen Gründen dauerte es bis Februar 26, bis alle Paneele installiert waren. Auf Nachfrage warum, weshalb, wieso erhielten wir leider keine Antwort. Auch gab es keine Antworten, ob die Kabel zum Umspannwerk Grefrath schon verlegt sind. Sichtbar war aber, dass im März 26 immer noch Kabelarbeiten durchgeführt wurden. Hier sieht man eine von 4 Umrichter- und Travostationen. Jede Station hat eine Leistung von 6 MW. Die Stringverkabelung innerhalb des Feldes ist aber scheinbar schon abgeschlossen. Außerhalb des Feldes wurde der Kabelgraben wieder geöffnet. Die Kabelreste lassen darauf schließen, dass es hier einen Kabelfehler gab. Die dünnen Kabel im Graben scheinen Steuerkabel zu sein. Hier sieht man jetzt die Übersicht der Verkabelung. Die Umrichter sind in Reihe geschaltet und dann geht es mit 3 x 1000 Quadrat Einzeladern zum Umspannwerk Grefrath. Dieser große Querschnitt wurde gewählt, um den Spannungsabfall auf der 7,2 Kilometer langen Strecke so gering wie möglich zu halten. In Grefrath wird die Leistung dann in die 110 kV Freileitung eingespeist. Anfang März 26 liegt immer noch keine Info vor, ob die Anlage mittlerweile in Betrieb ist. Wir wollten ja nur wissen, ob wieder behördliche Probleme der Grund sind. Selbst die Stadtwerke Hürth gaben aber keine Auskunft. In der Beschreibung hieß es damals, dass der Abstand zwischen den Paneelen 2 bis 3 Meter betragen sollte. Es sollte nämlich die Möglichkeit geschaffen werden, mit Maschinen zwischen den Panelreihen durchfahren zu können. Wahrscheinlich hat man aber aus wirtschaftlichen Gründen die Reihen enger gesetzt, um mehr Paneele installieren zu können. Denn die rosigen Zeiten für den Betrieb von Solarparks sind vorbei. In der heutigen Zeit liegen die Ertragspreise pro Kilowattstunde um die 8 Cent. Zum Schluss noch einmal alle relevanten Daten. Den Werten liegt der Standort und der Stand der Technik zugrunde.